Es ist soweit, man sieht die Flammen vielleicht schon im Hintergrund. Wir fliegen heute mit einem Heißluftballon. Es ist, glaube ich, was ganz Besonderes, mit sowas zu fliegen, vor allem in Kappadokien. Wir freuen uns schon richtig und der Ballon steht schon fast. Achtung! Ist das nicht der Hammer? Wir freuen uns schon richtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das nicht der Hammer? Wir fliegen schon fast gefühlt. Es geht los, wir fliegen. Wie mit dem Airbus A380. Ganz smooth. So, es ist wirklich atemberaubend. So etwas zu sehen, so etwas zu erleben, zu dürfen. Ihr seht einfach selber, das ist einfach unglaublich. Das ist natürlich jetzt so die andere Seite. Alle machen Fotos, alle stellen Heiratsanträge. Oldtimer stehen hier, Nonplusultra. Also es ist schon einfach nur krass. Es ist schon eine Ehre, mit sowas fliegen zu dürfen. Also es ist schon einfach nur krass. Die Sonne geht jetzt auf. Wir fliegen insgesamt 75 Minuten länger als manche andere Touren. Wir erzählen euch gleich ein bisschen mehr über diese spezielle Tour und warum wir diese gebucht haben. Und ich glaube, es hat sich mehr als gelohnt, dieses zu buchen. Aber das erzählen wir euch gleich, wenn wir das hier noch ein bisschen genossen haben, euch noch ein paar Aufnahmen gezeigt haben. Ja, wir freuen uns wirklich sehr, hier sein zu dürfen. Es ist echt unglaublich, unbeschreiblich. Also wir fliegen immer noch, wir genießen jeden Moment, machen immer so ein paar kleine Strips und genießen dann wieder. Es ist einmalig. Wir sind im Landeanflug. Ich glaube, jetzt sind knapp 70 Minuten vorbei. Ja, es ist immer noch unbeschreiblich, wirklich. Wunderschön. Wenn ihr hier seid, macht diese Tour. So, der Ballon geht unter und wir sind gelandet. Sicher, safe. Ein wunderschönes Erlebnis. Jetzt haben wir ein bisschen noch einen kleinen Luxus. Es gibt einen Champagner-Empfang, nennen wir das mal. So everyone, thank you so much again. This is our champagne ceremony table. And go! Bravo! Very nice to meet you. So, wir haben es gemacht. Es ist soweit. Wir haben unsere Medaille bekommen. Ja, es war atemberaubend. Wir erzählen euch dazu noch mehr. Wir haben Leute kennengelernt. Es war wirklich sehr privat. Wir waren maximal 8 Leute. Also jetzt waren wir 9 Leute in dem Korb, aber maximal sind es normalerweise 8. Aber es war einmalig. Wir haben jetzt über knapp 400 € gezahlt pro Person, aber es war wirklich privat und wir hatten wirklich so einen kleinen Korb. Es war halt wirklich privater, als mit 28 Leuten in so einem riesen Korb zu sein. Das ist unter anderem mit ein Grund, warum wir dann die etwas teure Tour gebucht haben. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben das gebucht, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen als allererstes starten. Wir sind als allererstes gestartet. Also vielleicht ein zweiter Ballon gleichzeitig, aber wir sind als allererstes gestartet. Es gibt nämlich einen ersten Flight und es gibt einen zweiten Flight. Deswegen ja, haben wir gesagt, okay, wir buchen das, auch wenn es teurer ist. Unter anderem hatten wir auch ein bisschen Pech, warum das halt so teuer ist. Normalerweise kosten die Flüge vielleicht so, keine Ahnung, 100 €,
€ bis 150 €. Aber es ist so, dass viele Flüge halt gecancelt worden sind und dadurch sind dann die Flüge am nächsten Tag viel, viel teurer. Und deswegen ist das Ganze einfach nach oben gewachsen und auch die Preise. Und es ist halt wirklich dann sehr, sehr rar. Das heißt, die Leute, die dann halt zum Beispiel am Montag nicht fliegen konnten, aber am Dienstag fliegen wollen, sind natürlich dann mehr Leute da. Deswegen ist das Ganze natürlich auch teurer. Und zusätzlich, warum das noch teurer ist, wir haben die sogenannte High Season erwischt, wo viele Chinesen hier sind. Denn es gibt chinesische Ferien, Sommerferien, wo dann dementsprechend viele Chinesen hier sind. Deswegen ist das übermäßig voll und halt mega viele Chinesen hier. Und es ist halt dann dementsprechend auch alles mindestens doppelt so teuer. Also wirklich alles. Ja, und das ist halt ein Grund, warum wir dann auch so viel gezahlt haben. Warum das alles so teuer ist. Aber die Jungs hier von Royal Balloon, die haben wirklich einen geilen Job gemacht. Die waren seriös, so bei der Kommunikation. Du konntest online bezahlen mit der Amex, die wir ja auch haben, wo wir auch versichert sind, falls irgendwas sein sollte. Die haben uns auf alles geantwortet. Also die ganzen Agencies, die wir auch noch kennengelernt haben, die unterschiedliche Preise genannt haben. Also es wechselt halt immer. Ne? Aber das ist Royal Balloons ist halt ich mache jetzt keine Werbung, aber ich empfehle es sehr, sehr wirklich vom Herzen, weil das wirklich ein meines Erlebnis und die haben uns einen wirklich guten Service geboten. Weil wenn man so viel Geld zahlt und man sicher ankommen möchte, die haben auch die besten Bewertungen, empfehlen wir Royal Balloons. Es war einfach wirklich alles unkompliziert. Wir haben den First Flight bekommen. Es war wirklich wunderschön und wir erzählen euch gleich noch mehr, wenn wir jetzt angekommen sind. Wir reisen jetzt sozusagen im VIP-Transporter weiter. Wie war dein Empfinden? Doch, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich glaube, es wäre anders gewesen, wenn da 30 Personen in einem Hot Balloon. Ja. Also es ist schon anders. Man wird auch anders behandelt. Also man zahlt natürlich das Geld, aber bekommt auch was dafür. Ja. Es ist nicht so, wie man häufig hat, dass man sehr viel zahlt und eigentlich wirklich nichts dafür bekommt. Also you pay what you get, in dem Sinne, nach dem Motto. Also es war wirklich empfehlenswert und ein einmaliges Erlebnis. Vor allem, man ist halt wirklich allein. Man kann sich drehen, wie man möchte in diesem Korb. Habt ihr ja gesehen. Man hat seinen eigenen Bereich. Also besser wirklich geht es nicht. Wir sind jetzt an unserem Hotel angekommen und haben gefrühstückt, haben über das, was wir heute erlebt haben, nochmal nachgedacht. Es war ein einmaliges Erlebnis. Also wirklich unglaublich. Also wenn ihr hier seid und es ist halt vielleicht nicht der Hochsommer, wie jetzt zum Beispiel bei uns, also es ist ja Oktober, da kann das Wetter mal umschlagen, der Wind vielleicht ein bisschen höher sein etc. Dann kann es einfach so sein, dass die Heißluftballons nicht fliegen und ihr dann Pech habt, wenn ihr halt nur zum Beispiel einen Tag oder eine Nacht hier seid oder nur 2 Nächte. Dann kann es einfach sein, dass ihr komplett gecancelt werden, so wie das bei uns auch der Fall ist. Und wir waren jetzt hier insgesamt 5 Nächte und hatten das Glück in dem Fall, dass wir das halt nach hinten verschieben konnten. Ja, wie gesagt, es war in dem Fall ein bisschen teurer, aber wir haben wirklich ein unbeschreibliches Erlebnis bekommen. Und wir haben auch die anderen Heißluftballons gesehen. Da wo du halt mit, keine Ahnung, ich glaube 28 oder 25 Leuten in einem Ballon bist und dann bist du halt wirklich wie eine Ölsardine in diesem Korb eingefangen. Kannst keine coolen Fotos machen, auch keine coolen Videos, die wir tatsächlich machen konnten. Und deswegen solch eine, ich nenne jetzt mal private Fahrt, ich glaube, das ist schon wertvoll. Vor allem, wenn man halt schon relativ viel Geld gibt, hat man dann dementsprechend auch mehr von. Wir empfehlen das wirklich vom Herzen. Selten, dass wir das machen, aber das war wirklich eine Sache, die wir wirklich vom Herzen empfehlen, die wir auch immer wieder gerne machen würden. Deswegen vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr mehr Tipps braucht, mehr Informationen dazu, schreibt uns gerne. Wir versuchen jede Frage zu beantworten. Wenn ihr Empfehlungen braucht, schreibt uns sehr, sehr gerne. Und wenn ihr wissen wollt, in welchem Hotel wir sind mit dieser echt coolen Aussicht, dann schaut gerne mal in die Beschreibung, denn da haben wir das Hotel verlinkt. Wir können das direkt buchen. Hammer Frühstück, Hammer Aussicht, Hammer Zimmer. Das sind Kappadokien hier, beziehungsweise Goremne. 1A-Empfehlung, wirklich 1A-Empfehlung. Deswegen vielen Dank fürs Einschalten. Like gerne dieses Video, folgt uns liebend gerne. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.